Hallo meine Freunde, willkommen zurück auf unserem Channel. Heute zeige ich dir 13 bahnbrechende Webdesign-Tipps, die deine Website aufs nächste Level heben können. Außerdem werden wir uns anschauen, ob es die perfekte Website überhaupt gibt. Schau dir mal diese 3 Versionen einer Website an. Kannst du mir sagen, welche dieser 3 Versionen die meisten Anfragen generiert? Du wirst nämlich überrascht sein und das Ergebnis zeige ich dir ein bisschen später. Das Wichtigste ist zu verstehen, dass eine Website nicht nur gut aussehen muss. Eine Website sollte auf folgende Fragen eine relativ schnelle Antwort haben. Was machst du überhaupt? Warum sollten Kunden bei dir kaufen und nicht bei jemandem anderen? Und was macht dich glaubwürdig oder seriös? Wenn deine Website diese Fragen nicht in wenigen Sekunden beantwortet, dann verlierst du vielleicht jeden Tag potenzielle Kunden. Wer neu ist, ich bin Sebastian Brasker, Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur ithelps. Über viele Jahre hinweg helfe ich bereits Webseitenbetreiber und Unternehmer dabei, mehr Anfragen über die Webseiten zu generieren. Und heute teile ich exklusiv meine Insider-Tipps mit dir. Bevor wir starten, suchst du einen Webdesigner, der mehr macht, als nur ein Template zu installieren und zu befüllen? Willst du eine Website haben, die auf höchstem Niveau designt ist, konzipiert ist und für dich rund um die Uhr sorgt, dass Neukunden den Weg zu dir finden? Dann kontaktiere uns gerne unter office@ithelps-digital.com und lass uns ein unverbindliches Gespräch führen. Tipp Nummer 1 und einer der wichtigsten Tipps überhaupt: Meistere den Above-the-Fold-Bereich. Was ist der Above-the-Fold-Bereich? Das ist der obere Bereich einer Seite, den 100% der Website-Besucher sehen. Weil alles, was darunter ist, steht die Chance, dass Leute dorthin nicht mehr scrollen. Das heißt umgekehrt, dass im oberen Bereich die wichtigsten Informationen stehen sollten. Nämlich Antworten auf die genannten Fragen. Was bietest du an? Warum sollte ich bei dir kaufen? Und bist du seriös? Hier ein Beispiel einer Website, die wir gerade für unseren Kunden neu konzipieren, und das ist die Alt-Version. Hier haben wir genau das Problem, dass nur sehr schwer zu erkennen ist, was dieses Unternehmen macht, was sie einzigartig macht und ob die seriös sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere ithelps Agentur-Webseite, wo man auf einen Blick sieht, was wir machen. Wir sind im Herzen eine SEO-Agentur, die aber auch Google Ads, Webdesign und so weiter anbietet. Durch Kundenlogos und das Google-Logo rechts oben signalisieren wir Seriosität und natürlich mit vielen Bewertungen, seit vielen Jahren am Markt und so weiter. Bei Neukunden konzipieren wir in dem Bereich sehr, sehr lange, weil das einfach der wichtigste Bereich auf jeder Seite ist. Tipp Nummer 2, nutze die Top-Bar. Du hast es bei unserer Website schon gesehen. Hier auch ein anderes Beispiel. Ich nutze die sehr, sehr gerne, um USBs zu kommunizieren, weil der Vorteil ist, dass diese Top-Bar eben auf jeder Unterseite angezeigt wird. So kann das zum Beispiel bei einem Arzt sein, dass andere Informationen total wichtig sind als ein USB. Brauche ich einen Termin oder kann ich einfach so vorbeikommen? Privat- oder Kassenarzt und Kontaktdaten, das sind so meist die wichtigsten Fragen. Diese Änderung hat super gut bei diesem Zahnarzt geholfen, um die Anfragerate noch einmal zu erhöhen. Tipp Nummer 3 ist, formuliere nicht in Ich-Form. Wir Menschen denken immer zuerst an uns selbst. Und deswegen finden wir Webseiten grundsätzlich sympathisch, die uns ansprechen und nicht in Ich-Version sprechen. Hier ein Beispiel. Überlege mal für dich, welche dieser beiden Ansprachen im Header besser für dich wirkt. Vivus Natura, natürliche Nahrungsergänzungsmittel für Ihr Wohlbefinden. Oder Vivus Natura, wir sind Profis im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Ich meine, dass Version 1 besser ankommt, weil der Website-Besucher direkt angesprochen wird. Man hat sich hier für das Per Sie entschieden. Ich finde sogar, dass das Per Du hier noch besser wäre. Das Learning, sprich immer in der Du-Form und niemals in der Ich-Form. Überleg dir immer, was hat der Website-Besucher davon, wenn er diesen Überschrift liest oder diesen Text liest. Tipp Nummer 4 ist kurz und einfach. Schreib immer so, dass es sehr leicht verständlich ist. Es gibt einfach Menschen, die über dein Thema nicht so viel wissen. Quelli che non parlano tedesco. Vielleicht auch sehr jung sind oder besondere Bedürfnisse, Stichwort Barrierefreiheit, haben. Wenn du dir das schwer tust, kannst du so wie ich ChatGPT nutzen. Gib deine formulierte Phrase ein und bitte ChatGPT eine einfache Version davon zu formulieren. Tipp Nummer 5 sind Webdesign-Standards zu verstehen. Wir Menschen lieben es, wenn Dinge gleich sind, weil wir uns sofort auskennen. Orbit Media hat über 500 Webseiten analysiert und folgende Standards gefunden. Das Logo ist immer links oben, die Hauptnavigation ist immer oben und in voller Breite. Es gibt Dropdown-Menü, wenn es weitere Informationen gibt im Menü. Kontaktbutton ist meist rechts im oberen Bereich. Der Nutzen oder der USB ist immer sehr hoch auf der Seite angesiedelt, sodass man sofort sieht, Stichwort Topbar und so weiter und so weiter.
Ich gebe dieser Statistik in allem recht, außer das Thema Slider. Und da kommen wir auch zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 6 ist nämlich: vermeide Slider. Eine Studie von Notre Dame University zeigt nämlich, dass 90% des Buttons im Slider 1 geklickt werden, aber die Button jeder weiteren Slider nur mehr zu 5% geklickt werden. Riesen wie Dropbox, Evernote und ganz viele andere Beispiele kommen ideal ohne Slider aus. Bei Online-Shops kann es ab und zu sinnvoll sein, einen Slider einzubauen, aber auch hier gibt es aus meiner Sicht viel bessere Alternativen, Fokus zu setzen. Tipp Nummer 7, überlege dir Informationshierarchien. Wir haben schon gelernt, was ganz oben ist, sehen 100% der Menschen und alles, was ganz unten ist, also im Futterbereich zum Beispiel, sehen nur mal sehr wenige Menschen. Gehen wir mal davon aus, dass nur noch 5 bis 10% den unteren Bereich sehen. Überlege dir also, welche Informationen wie wichtig sind. Hier sieht man zum Beispiel einen Wireframe-Entwurf und aus meiner Sicht ist nach diesem Above the Fold sehr sinnvoll, sehr schnell Dienstleistungen und Produkte zu zeigen, danach über dich oder über euch als Unternehmen zu erzählen und am Ende eine Ansprechperson bzw. einen FAQ-Bereich. Warum? Weil ich jetzt weiß, dass oben die wichtigeren Informationen sind. Das heißt, neben diesem Ersteindruck Above the Fold möchte ich, dass alle mitbekommen, was für Produkte und Dienstleistungen hier angeboten werden. Und ich will auch, dass relativ schnell jeder einen kleinen Auszug über das Unternehmen erfährt. Also musst du für dich entscheiden, welche Information eben wie wichtig ist und demnach würde ich die Seite konzipieren. Wenn wir uns die Struktur unserer Agentur-Website wieder anschauen und die Meta-Informationen, dann ist das folgende. Nach dem Above the Fold möchte ich echte Menschen zeigen. Wir sind ein Büro, wir sind ein echtes Team. Danach zeigen wir die Leistungen und sogar ein Pricing, ab wann es bei uns losgeht. Danach zeige ich wieder relativ schnell über uns, das heißt das gleiche wie in der Schablone, um einfach Beziehung aufzubauen, dass der sieht, da sind viele Menschen und echte Menschen dahinter. Ein Video, so arbeiten wir, war mir sehr wichtig, weil über Video, wie du weißt, einfach eine andere Beziehung aufgebaut wird, als wenn du nur ein Foto siehst. Danach zeigen wir einen Ablauf der Zusammenarbeit und am Ende einen FAQ-Bereich. Und als Belohnung, weil du bis hierher geschaut hast, hier ist ein exklusiver Einblick. Wir haben nämlich gerade einen Relaunch unserer Webseite vor und die Startseite ist schon fertig und die wird eben so aussehen. Die Inhaltsstruktur ist aber sehr ähnlich und gleich geblieben. Ich hoffe, dass du diese Version ab Februar 2024 eben selbst sehen darfst, aber ich denke, die ist schon wirklich sehr gut geworden. Schreib mir gerne deine Meinung unten in die Kommentare dazu, welche Version du besser findest, unsere alte oder unsere neue Website. Tipp Nummer 8 ist Scrollen statt Klicken. Auch hier gab es wieder eine Studie, wo einfach auf der einen Seite eine Seite angezeigt wird, wo man eben klicken muss, um weitere Informationen zu sehen und so weiter. Und auf der rechten Seite oder als Gegenbeispiel eben eine Seite, wo alle Informationen in einer ganz langen Seite zusammengefasst wurde. Was denkst du, welche der beiden Seiten hat besser funktioniert? Du wirst es schon erraten haben, die lange Seite, bis zu 64% mehr Conversion. Wir Menschen sind es nämlich gewohnt zu scrollen. Instagram, Facebook und so weiter hat uns gelernt, dass dieses Endlos-Scrollen kein Problem ist. Klicken und Suchen ist für uns grundsätzlich ein Problem. Mein Tipp ist also, alle Informationen auf der jeweiligen Zielseite zu haben, die den Personen interessiert, zumindest angeteasert haben, wie den Über-uns-Bereich. Den kann man auf der Startseite anteasern, beginnen, schon Fotos zeigen. Natürlich dann zum Weiterlesen ist natürlich ein weiterer Klick in Ordnung. Tipp Nummer 9 ist, halte dich bei Menüs an Basics. Grundsätzlich helfen Menüs zu kommunizieren. Wenn ich zum Beispiel über Leistungen gehe, dann sehe ich, welche Leistungen bieten die an und es hilft mir einfach, Überblick zu bekommen. Auch hier haben wir wieder ein Beispiel einer Kundin, das ist wieder das Vorher, wir konzipieren das gerade um und da haben wir folgende Menüstruktur gesehen. Was, warum, wer, Angebot, Kontakt, News und Partner. Es war eine nette Idee, aber es verwirrt mich mehr, weil wer, ist das jetzt wir, also der Anbieter wer oder ist das jetzt wer der Kunde ist oder und so weiter oder auch was oder warum, ist ein bisschen alles unklar. Wenn wir zum Beispiel dann diese Version uns anschauen, wäre es von der Klarheit des Menüs, bitte nur das Einzige zu betrachten, ist, wenn ich sage, unsere Leistungen, das sind unsere Referenzen, über uns, News und Kontakt, viel einfacher für den Webseitenbesucher zu verstehen, wo er was findet. Der Standard ist Home, Leistungen, Referenzen über uns, Blog und Kontakt.
Also an dem Raster könnte man sich orientieren. Weiters ist eine Regel, die goldene 7 plus minus 2. Vermeide mehr als 7 Menüpunkte pro Ebene. Wir Menschen können mehr als 7 Elemente nicht wahrnehmen und kriegen es dann nicht mit und merken es uns dann nicht, um was es hier geht. Ich würde immer mit Unterebenen arbeiten, also ist natürlich okay, wenn ein Menü Hierarchien hat von 1, 2, 3 Ebenen. Tipp Nummer 10. Erzeuge durch Bilder Aufmerksamkeit. Wir bevorzugen immer, wie du vielleicht auf unserer neuen Website auch gesehen hast, echte Fotos von echten Menschen. Damit meinen wir aber nicht Stockfotos. Die sollten aus meiner Sicht immer vermieden werden, solange es geht. Auch wir schaffen es nicht immer in jedem Projekt, dass wir es vermeiden, aber ich würde es empfehlen. Bilder helfen dir einfach, mit dem Webseitenbesucher schneller eine Connection aufzubauen. Aber du kannst eben auch den Fokus lenken, wohin Leute schauen. Schauen wir uns das erste Beispiel an mit dem Baby. Hier sieht man durch so eine Art Heatmap, wo die Leute sich dann hinkonzentrieren, abhängig davon, wohin das Baby schaut. Ein noch interessanteres Beispiel ist das, was ich dir in der Anleitung gezeigt habe, nämlich welche dieser 3 Versionen, glaubst du, erzeugt die meisten Leads? Und die Antwort wird dich überraschen. Es ist die Version Nummer 3 mit dem Pfeil. Das ist so ein Beispiel, dass das Best Practice hier versagt hat. Ich würde auch instinktiv sofort den Menschen wählen, der sichtbar ist, der mich auf der einen Seite entweder anschaut oder eben aufs Call-to-Action-Formular schaut. Und ich hätte mich da vertan. Aber dazu erzähle ich dir was im letzten, nämlich im Tipp 13 dann etwas. Tipp Nummer 11, arbeite mit Social Trust Elementen. Mein Lieblingsbeispiel ist dieses bekannt aus, das was du auf unserer Website siehst, beziehungsweise auch hier sehr spannende Beispiele von der geschätzten Maria Blum, bekannt aus, Krone Zeitung, Kurier, Woman, sind sehr berühmte österreichische Zeitungen mit seiner sehr hohen Glaubwürdigkeit, wirklich sehr gut gemacht. Oder mein Lieblingsbeispiel, dass die Website gar nicht so toll, aber da gibt es so einen großen Bereich von Benedikt Ahlfeld, bekannt aus, und da gibt es wahnsinnig tolle Marken, die hier gezeigt werden. Also egal, was Benedikt hier macht, er ist Speaker, er wirkt wahnsinnig kompetent, weil er eben so viele Referenzen zu zeigen hat. Eine andere Möglichkeit ist, mit Proven Expert, einem Siegel, zu arbeiten. Das kann man auf der einen Seite dazu verwenden, um auf der Website Bewertungen zu zeigen, und auf der anderen Seite hilft es dir, dass du in der Google-Suche ein bisschen besser gefunden wirst, weil du diese Sterne dort anzeigen lassen kannst. Bei Online-Shops empfehle ich Trusted Shops. Das ist sicher eines der kostenintensivsten, dafür eines der Siegel, die der Website-Besucher am meisten wiedererkennt und dann vertraut. Trusted Shops stellt einfach sicher, dass keine Betrüger-Shops deren Siegel tragen. Natürlich probieren es trotzdem viele, aber die sind da sehr dahinter, bieten auch Rechtsschutz und so weiter. Da gibt es ein paar Services, die dem Endkunden sehr vorteilhaft sind. Deswegen hat sich dieses Siegel einfach gut am Markt etabliert. Tipp Nummer 12 ist, achte auf die SEO-Basics. Bei jeder Seite, die du konzipierst, egal ob Startseite, Unterseiten oder sonstiges, musst du dir immer bewusst machen, gibt es dafür ein SEO-Ziel oder nicht. Wenn es keines dafür gibt, kannst du grundsätzlich aus SEO-Sicht machen, was du möchtest. Wenn es aber ein SEO-Ziel gibt, dann beachte folgende Checkliste. Es sollte das Keyword, das zu dieser Seite passt, sollte an folgenden Positionen eingefügt und mitkonzipiert werden. In der H1-Überschrift, in mindestens einer H2-Überschrift, im Title-Text der Website, in den ersten Sätzen des Textes, bei mindestens einem Bild im Bildernamen und im Alt-Tag und idealerweise außer auf der Startseite in der URL. Du kannst aber auch gerne unsere Google Ads Agenturseite, Unterseite anschauen und hier vergleichen, was wir hier alles verbaut haben. Tipp Nummer 13 ist, teste, teste, teste. Kein Team der Welt erzeugt die perfekte Website. In Österreich gibt es die Plattform willhaben.at, über 11 Millionen Zugriffen allein über Google. Man könnte meinen, das sind Profis im Bereich User Experience und Webdesign. Wenn die eine Änderung auf der Website machen, dann machen sie das in einem Prototypen, laden ganz viele Menschen zu sich wirklich ins Büro ein, zeigen ihnen diese Änderung und befragen sie danach bzw. beobachten einfach, wie die Menschen darauf reagieren und wie gut sie sich dabei auskennen. Nur dann, wenn das sehr positiv ist und besser als die Grundversion, nur dann wird getauscht. Wenn dich das Willhaben-Beispiel näher interessiert, empfehle ich dir die Podcast-Folge von Markus Birker von den UX Heroes. Link natürlich in der Videobeschreibung, wo es genau Willhaben hier interviewt wurde und du viele Details darüber erfährst. Wenn du nicht die Zeit und Budget dazu hast, empfehle ich dir eine Plattform wie userbrain.com zu verwenden, um hier sehr kostengünstig genauso Tester zu bekommen und genauso deren Meinungen für deinen Prototyp oder für deine neue Website. Das Video dazu mit allen Details verlinke ich dir jetzt und empfehle ich dir als nächstes anzuschauen. Für alle anderen danke fürs Zuschauen, schenkt dem Video einen Daumen hoch und bis bald im nächsten Video.